Sehr geehrte Flive-Enthusiasten, wir haben neue pitchige Notes und zwar von Version 1.3.5 gehen wir rein. Bugfixes, fix the issue where shields could not be pierced directly without protection scrolls. Okay, ja, denke mal, das kann man fixen. Fix an issue where the quest, a shocking conclusion, keine Ahnung was das ist, could not be completed in cursed mode. Okay, macht wahrscheinlich Sinn, aber die meisten Quests machen die meisten auch eher wahrscheinlich in Story Mode. Fix an issue where players could access some regions that shouldn't be in the Envy Depths Dungeon. Keine Ahnung, was für Regionen, aber das interessiert mich schon hardcore, ne? Was für Regionen waren denn da? Gibt es davon Footage? Ja, krass auf jeden Fall, dass man da scheinbar irgendwo hinbacken konnte. Interessant. Fix a description of wonderful dog pickup pets. Ja, kann man machen. General changes. Buff paying level requirements will now consider the real level before de-leveling or master quest. Ja, das hat den Hintergrund vom Rises Server. Weil Rises Server Buff Paying hat ja spezielle Buffs gegeben, wie zum Beispiel XP-Erhöhung, Droprate-Erhöhung und so weiter. Die wurden aber, umso höher du vom Level gekommen bist, wurden die halt weniger und ich glaube ab Level 120, 140, keine Ahnung, waren die dann nicht mehr aktiv gewesen. Da müsste man jetzt zurückscrollen zum Announcement vom Rises Server und den Buff Paying. Können wir kurz machen. Wo auch immer das ist. Genau, hier ist es. Server Benefits von dem Buff Paying. Und du konntest halt mit der Master Quest die leveln, ne? Von 120, 130, 140 auf Level 60 Master zurücksetzen. Dann hast du dir vom Buff Peng diesen Buff geholt. Und dann hast du dein Master, die Quest einfach wieder abgebrochen, dass du wieder auf einem höheren Level bist. Hastest aber diese EXP und Drop Buffs dann immer noch aktiv. Ist zwar ein bisschen annoying, dass du quasi pro Stunde wahrscheinlich ist es dann immer wieder Master Quest machen musst, aber das lohnt sich halt schon für eine Levelstunde, wenn du 75% mehr EXP hast. Und so konnte man gediegen quasi immer damit leveln. Bis zum Maximallevel. Ja. Einfach mal Gala gedribbelt. Und gut, gehen wir weiter mit den Patch Notes. Changed Arcane Insight to trigger per Skill Use instead of per Monster Tag. Da wurde schon irgendwie reported, dass dieser Set-Effekt vom Elementor, vom neuen 1v1 150er Set, was man von Beast King Khan bekommen kann, dass das wohl irgendwie total OP sein soll. Und da wurde sogar gesagt, bitte nerf das und so, weil das so krass OP ist irgendwie. Jetzt triggert das anstatt pro Monster nur noch pro Skill-Use. Weil es ja wahrscheinlich irgendwie, ja, beim AOE vom Elementor ist ja klar, macht ja meistens AOE. Wahrscheinlich hat sich das irgendwie krass gestackt, aber ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was das jetzt bringt. Updated Translations for various languages. Und das war's leider Gottes auch schon. Keine Crafting-Raterhöhung für Herrneswaffen. Oh. Ich verzweifle langsam. Langsam bin ich am Überlegen, die ganzen 1000 Tries einfach zu verkaufen. Die werden das wahrscheinlich niemals patchen. Und wir haben einige neue Events. Das ist mehr so das Coole jetzt hier, glaube ich, vom Update, was so ein bisschen umfassender ist. Wir haben einmal Valentine's Day vom 1. Februar, von jetzt sozusagen bis zum 15. Februar, wo auch die nächste richtige Wartung dann ist. In 14 Tagen. During this event, you can earn the event item During this event, you can earn an event item Valentine's Day Love Letter by hunting monsters. Please note that for hunting monsters, only monster minus 10 levels or above from your character level will drop the event items, and these monsters should also be Level 20 sein oder drüber ran. As you use the Valentine's Day letter, you can randomly acquire one of 5 special letters, which are based on certain probabilities. Die haben alle die gleiche Probability. Also wir bekommen Valentine's Letter, das können wir dann öffnen. Ich würde empfehlen, das erst wirklich spät zu öffnen, wenn man wirklich was braucht oder vielleicht Ende des Events ist oder sowas. Weil du dir sonst dein Inventar damit voll stackst mit Valentine's Love Letter und dann noch die 5 Sachen hier. Ja, soll natürlich sein I love you. As you earn the letter items, you can register the letters to obtain points in the Valentine's Day Submenü under the Event Menü. Okay, also können wir wieder ein separates Menü öffnen. Da können wir die Komponenten dann reinmachen und wenn wir alle 5 wahrscheinlich einmal reingemacht haben, können wir den Claim-Button drücken. Each of the 5 letters are required to make one set.
And once you have all 5 letters on the event tab, you can get 10 points for each letter set. As you gain points up to 200 max points, rewards can be achievable after you reach a certain point. Here the tells regarding points and rewards. 50 points. Day Reward Box D. Vielleicht kann man das uns auch einfach in-game angucken. Genau, und hier sehen wir das schon ein bisschen angenehmer. Und zwar haben wir hier die Letters, die wir, wie gesagt, reinmachen können. I love you. Können wir dann claimen, dann bekommen wir die 10 Punkte. Wenn wir 50 Punkte bekommen haben, bekommen wir die Reward Box D, 100 Punkte Box C, 150 Box B und 200 Punkte A. Jetzt gucken wir uns noch an, was so drin ist. Da fangen wir hier unten an. Hier ist Valentine's Day Reward Box D, also das schwächeste ist Potion Select Box, Scroll of Madrigal 5,5 und Scroll of Multishop 4. Also ich finde, das lohnt schon, also das ist eigentlich schon ein ziemlich guter Reward. Valentine's Day Reward Box C, Flash Select Box, Upcuts Down und Ampli. Finde ich, ja, weiß nicht. Klar, Flash sind immer nett, Upcuts Down hat man eigentlich en masse, also bei mir ist es jedenfalls so. B haben wir Grilled Eel, Stat Scroll Select Box, White Drink X oder Fisher Hood. Stat Scrolls, ja, kann man immer gerne mitnehmen. Grilled Eel ist auch geil. White Drink X oder Fisher Hood, ja, okay. Dann kommen wir Box A, High, A and Low. Gibt es dafür nochmal unterschiedliche Probabilities? Ah, okay, hier ist nochmal die Differenzierung. Valentine's Day Reward Box A, Low, ist je nachdem welches Level du bist. Zwischen 20 und 79 kriegst du die Low Box, zwischen 80 und 140 die normale und zwischen 141 und 160 bekommst du die High Box. Okay. Das heißt, von Level 21 bis 79, glaube ich, war das, bekommt man Amplification ES Scrolls, das ist ziemlich cool, 2 Stück. Pet Random Box New und Scroll of Resurrection. Und in der Pet Random Box New, da kann ein Pet drin sein. 7 Tage, 15 Tage oder 30 Tage. Ja, okay. Kommt drauf an, ob diese Boxen tradable sind, dann könnte es vielleicht ganz cool sein, diese Pet-Boxen. Aber sind es ja wahrscheinlich nicht. Dann für Level 80 bis 140 haben wir Smelting Scrollbox anstatt einer Ampli. Scroll of Random Petbox auch und Scroll of Resurrection. Und für 141 bis 160 Scroll of X Protect, Scroll of Resurrection und Pet Random Box. Naja, ist okay. Ich würde sagen, es ist in Ordnung, das Event, je nachdem, wie oft man so eine Letters drops und wie oft man da was rausholen kann. Attack of the Snow Clones. Akti haben wir hier eine Ampli, eine Scroll mit Fragezeichen, ein Set oder Fashion oder irgendwas. Vom 1. Februar bis zum 28. Februar, also den ganzen Monat seit jetzt, können wir Yetis scheinbar besiegen. Die bekommen nur einen Hit, also sind ganz normale Overworld-Event-Monster. Mach sie bitte irgendwann mal farblich unterschiedlich von der Minimap im Vergleich zu anderen Monstern. Das wäre so ein nices QFL-Feature. As you defeat the Yeti, you can obtain the event item Orphanage Box. Keine Ahnung, was das sein soll. The event item can be exchanged by an NPC Orphanage Keeper. Ich spreche das bestimmt falsch aus, wie immer. Und zwar bekommen wir hier eine Luna Costume Select Box mit 0,1% Wahrscheinlichkeit. Da wohl kein Set sein mit Effekten, oder? Smelting Scroll Box könnte drin sein. Amplification ES, Stat Scrolls, Scroll of Blessing, Grilled Eel, Actis, Flask, Upcut Stone, Scroll of Return, Blinkfinger of Material, Scroll of Velocity. Und so wie es aussieht, sind das Global Gacha Boxen sind das. Das heißt, jeder hat Zugriff auf die Items, die da drin sind, mit der Limited Quantity und Probability. Und once alle sind rausgenommen, resettet diese Box. Ja, ist okay, kann man machen, denke ich mal. So die 2 Events insgesamt, glaube ich, da lohnt sich das schon, ein bisschen zu spielen. Und was noch big ist für alle Dungeon Farmer, Dungeon Boss Boost. Das heißt, wir haben 20% höhere Droprate vom 2. bis 4. Februar, also übers Wochenende. 20% höhere Droprate mit dem Drop Boost vom letzten Patch.
wird wahrscheinlich übers Wochenende das ein oder andere Item fallen gelassen werden vom Boss. Ist auf jeden Fall ganz cool. Wir haben noch ein paar Item-Shop-News, die tatsächlich neue, kuriose Sachen beinhalten. Da können wir auch gleich mal in-game reingehen. Und zwar Additional Attendance Ticket und Connection Ticket. Erweitert sozusagen unsere Daily Rewards, die wir abholen können. Das gucken wir uns einfach mal in-game an, damit wir da ein bisschen mehr von verstehen. Und zwar sieht das Ganze jetzt so aus. Wir haben jetzt hier unsere ganz normalen Daily Rewards, die wir so bekommen können, je nachdem wie lange wir connected sind zum Game. Und dazu können wir jetzt auch noch etwas kaufen für 100 F-Coin. Hier steht jetzt aber nicht ganz genau, wie lange dieses Item hält. Ist das einmalig? Please be aware that you can only use one at a time when using the connection ticket. Also das können wir nur einmal benutzen. Probabilities. Jetzt können wir hier aber sehen, was können wir daraus bekommen. Das ist dann vielleicht so das Interessante. Okay, was ist denn Box of Stamina? Was ist Box of Vital? Was ist Box of Mana? Wahrscheinlich Vital Drink, Refresher Holz, ist das Scroll Box, Scroll of Ampel. Das ist hier aber auch. Jetzt sieht's schon fast ordentlich aus. Ah, ja, das ist aber auch schon wieder, ne? Wer hat denn das abgesegnet? Alter, das ist ja so hässlich schon wieder. Meine Fresse. Wo ist das Problem, Sachen ordentlich und schick zu machen und clean? Nein, es geht nicht. Ja, überlappt. Okay, wir können hier Goldene Aura, Black Aura, Rainbow Aura, Angel Effect, Red Pill Box, Cotton Candy Box, Power Scrolls, bis hin zu Box of Stamina, Box of Mana, wo man nicht genau weiß, was bekommt man da eigentlich raus. Bei 10 Minuten, bei 20 Minuten das gleiche. Wir können hier unten die Reiter noch ändern, 30 Minuten das gleiche, 40 Minuten das gleiche. Ja. Okay, Gala, I guess. So, bei der Connection. Und wir haben Premium Total Connection. Ah, ich dachte, das ist bei der Connection Series. Ich dachte, da haben wir das gleiche, aber wir haben das hier einmal. Das sieht sogar ganz nett aus. Wir haben quasi Total Connection, was die meisten schon abgeholt haben. Und jetzt haben wir das natürlich nochmal zum Kaufen. Wo Flask Lex Box, Potion Box, Grilled Ale, Cotton Candy Box drin ist. Pink Balloon, Arm Please. Was sind diese Boxen? Cotton Candy, Cotton Candy. Cotton Candy, Box of Element Attack, Cotton Candy, alles Soul Link dann. Brauche ich teilweise auf dem Ringmaster halt nicht, die Box of Element Attack. Und ganz unten haben wir eine Turkey Box. Ach, hör auf. Sowas schmeißen die hier auch mit rein? Warum nicht noch gleich ein paar Halloween-Ballons? Scroll of S Fusion, was Upgrade von bis plus 7 noch begünstigt und die Rate erhöht. Ja, ansonsten halt viele Haufen Prems und sowas alles. Frage ist, wie viel soll das Ganze kosten? 1500. Ja, gut, okay. Alles klar. Ja, wahrscheinlich ist es das wert, wenn man jeden einzelnen Gegenstand davon wirklich sehr gut gebrauchen kann. Es ist besser, das natürlich so aus dem Shop zu holen. Ja. Okay. Haben wir das. Ansonsten, was ist noch neu? Wir haben einen neuen Season Pass. Der hat ein, zwei kleine Änderungen, wie man hier sehen kann. Zum Beispiel beim gekauften Pass hat man dann ein 30-Tage-Pad mit drin. Wenn sie das theoretisch drin behalten, dann bräuchte man kein Pad mehr kaufen. Wenn bei jedem neuen Pass immer als erstes so ein Pad bekommt, dann könntest du ja fast eigentlich immer aus der Monat hat irgendwie 31 Tage oder so, dann müsstest du gucken, dass du einen Tag am Ende dann irgendwie halt vielleicht kein CS-Pad hast. Aber wenn das halt wirklich jetzt bei jedem Monatspass da mit drin bleiben würde, dann bräuchte man kein CS-Pad mehr kaufen. Ansonsten haben wir hier noch neu drin Feedback für Race-Pads. Ist eine ganz interessante Sache für einen Tag, dass man quasi keine Pad-Energie, glaube ich, mehr benutzen braucht, dass die nicht ablaufen kann. Ansonsten war, glaube ich, noch neu. Hier am Ende haben wir auf jeden Fall bei 30 Tage nochmal bei der Paid Lane, die man kaufen muss, Pickup Pad Speed bei 100% increased.
für 15 Tage. Auch so ein CS-Item, was irgendwie total sinnlos ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil es auch keiner kauft, packen sie das jetzt hier mit rein oder sowas und die Leute das machen, hier, guck mal, und du ist doch voll cool, ne, rennt viel schneller und so. Der wird es auch bestimmt immer haben, 15 Tage, den Rest kannst du dann aus dem Cash-Shop kaufen. Ja, keine Ahnung, ob Leute das wirklich holen. Ansonsten haben wir noch neue besondere Packages. Einmal Luna Pet Package, da sind wir wieder bei dem Feedback für 15 Tage, wo du dein Raised Stat Pet nicht füttern brauchst und Scroll auf Pickup Pet 15 Tage, wo es halt schneller rennt. Und wir haben noch dann ab den 2. Februar, also ab 0 Uhr dann am Freitag, ein Power-Up Package. Alles so Sachen, die man für gute Dungeon Runs gebrauchen kann, fürs Wochenende und sowas. Also falls man sowas wirklich alles einzeln irgendwie kaufen müsste, wollen würde, dann hat man hier natürlich 30% off. Nochmal Grilled Eel für die Tanks. Haben sie jetzt natürlich gut gemacht mit dem Boost-Event. Ansonsten haben wir hier noch ein neues Fashion-Set. Ja, keine Ahnung, meinst du das nicht? Ansonsten haben wir noch von unserem Famous Leaker neue Informationen zum Housing System. Und zwar Player Houses are now Personal Houses. A guest book, also ein Gästebuch, was added in which visitors can leave a message. Das finde ich ganz cool. Also scheinbar können dann auch Leute halt in dein Haus oder in dein Room, ich weiß ja nicht, wie groß das wird, reingehen und auch was reinschreiben und sowas in dein Gästebuch, was du dann lesen kannst, wenn du wieder online kommst. Zum Beispiel, hey, habt ihr mal 2 Luzaka Crystal Access da in dein Regal gestellt? Wahrscheinlich irgendwie so. Wird das, glaube ich, dann passieren. Und gilt Personal House NPC Buffs that granted 5% Drop. Das hatte ich ja letztes Mal schon predicted bei der Liste mit diesen ganzen Guild House NPCs, die man dann wohl haben kann. Da stand ja dann oft plus 5% Drop Rate Erhöhung. Und das sind scheinbar Placeholder. Hier wurden jetzt ein paar umgeändert. Es gibt welche, die 10% MP FP Reduction geben. Okay. Aber es gibt auch noch welche, die 10% HP, MP, FP geben. Wo ich denke, Bro, das macht doch nur Psykeeper und vor allem auch Billposter noch mehr OP. Im Guild-War, dass die 10% mehr MP und HP bekommen können. Durch, ja, egal was, durch was. In dem Fall jetzt durch das Guildhouse-System. Also die Gewinnergilde, die dann sozusagen das Guildhaus auch hat, dadurch, dass er jetzt begrenzt ist mit Auktionierung. Sobald du da die ersten paar NPCs reinballerst mit 10% HP, MP und wer weiß, was noch so dazu kommt, wahrscheinlich noch Attack und sowas alles. Ja, viel Spaß, denen das Gildenhaus wieder abzunehmen, wenn die 10% mindestens höhere Stats haben. Wahrscheinlich kommen auch noch All-Stats dazu und keine Ahnung. Das ist halt, ja klar, also was rege ich mich auf, ist halt Pay to Win, ne, die NPCs muss man dann kaufen für Echtgeld und so. Macht ja auch Sinn, ne, macht ja auch Sinn, klar, willst ja Umsatz machen. Ansonsten war es das wie immer von meiner Seite aus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so von dem Patch Notes haltet und ich würde sagen, für einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und tschüss in 2 Wochen.